Thymian eingelegt in Alkohol. Das lasse ich jetzt noch 2 Wochen relativ dunkel stehen. Und dann habe ich eine Thymian-Tinktur. Ich bin die Ute. Yes! Und ich lebe seit 16 Jahren in solchen Wohnmobilen und fühle mich hier am wohlsten. Es ist ein kleiner Raum, aber sehr überschaubar. Ja, bin absolut glücklich halt mit dieser Wohnung, die andere nicht als Wohnung sehen würden. Ja, mein Drang zur Freiheit, meine Natur und mein Sein kann ich in diesem Bus halt, in diesem Van halt am besten leben. Ja, ich bin absolut verbunden. Sobald ich die Tür aufmache, zack, sehe ich Pflanzen, Wolken, Sonne und bin zu Hause. Also explizit gefällt mir daran, dass ich halt alles verbinden kann. Mein Sein, mein Beruf, meine Natur, meine Hobbys, weil alles dreht sich im Prinzip mit und um die Natur bei mir. Und beruflich beschäftige ich mich halt auch nur mit meiner Umwelt. Und es ist ein absolutes freiheitliches Sein. Ich könnte es mir nicht mehr anders vorstellen. Also an sich habe ich überhaupt, sonst würde ich das jetzt nicht 16 Jahre machen, an sich habe ich überhaupt gar kein Problem. Manchmal an so Tagen, wenn halt wirklich mal andauernder Regen oder so, man wirklich mal gezwungen ist, eine Woche im Auto zu sein, dann fällt es mir schwer. Aber an sich nehme ich meine Wohnung immer mit und durch diese Flexibilität kann ich sogar auch mal ein schönes Wetter fahren. Fahre ich weiter oder wenn irgendwas ist, das ist halt genau das Ding. Also ich muss mich nicht einfach irgendwo festlegen, sondern kann weiter. Obwohl ich natürlich auch an bestimmten Orten sehr gerne bin und dann auch, wenn ich merke, ich habe mich mit den Menschen und der Natur verbunden, dann spielt sich sowas ein wie so eine, das ist so eine Gewohnheit dann und wenn es mir gefällt, dann fällt es mir auch manchmal echt schwer, wieder zu fahren. Also es ist nicht nur so, dass ich dann halt immer gleich, sobald irgendein Problem ist, Tür zu und weg, sondern ich mag diese Flexibilität, aber mag halt auch dieses Verschmelzen wieder mit der Umwelt. Und dann kann es auch mal sein, dass ich irgendwo länger hängen bleibe. Ja, also ich habe viele Interessen und wenn ich nicht arbeiten muss, dann bin ich halt unheimlich gern am Yoga machen morgens, kümmere mich auch wohl mal 1, 2 Stunden nur um das Essen, gehe dann raus, suche Pflanzen und auch gerne Massen an Steinen. Also ich habe mittlerweile, glaube ich, wieder so in den letzten 3 Wochen 2, 3 Kilo gesammelt, so ungefähr. So fühlt es sich auf jeden Fall an. Ja, außer Sport, Jonglage und sowas und Musik machen, also mir fällt immer was ein, ne, was ich machen kann. Also es gibt, eigentlich kenne ich keine Langeweile. Ich freue mich manchmal sogar über Langeweile. Also wirklich. So, Kreativität, was mache ich als nächstes? Ist halt nur, dass die Weile länger dauert. Ne? Aber ich lasse mir dadurch zum Beispiel keine schlechte Laune machen, nur weil ich jetzt gerade mal irgendwie im 3. Regentag denke, oh, hört das mal endlich auf. Ne? Und ich dann halt einfach, ich habe jetzt schon gelesen, das gemacht, meine Arbeit ist erledigt, ne? Was mache ich denn jetzt so, ne? Mit meiner Zeit. Aber das ist auch kreativ und man kann ja auch einfach mal nur sein. Einfach nur sein. Ich bin auch ein bisschen akribisch mit der Körperpflege schon soweit und putze auch das Auto sehr viel und ich versuche halt zu jeder Zeit halt Morgenwäsche und dann halt auch, klar, wenn es dann dran ist, halt auch komplett Dusche oder so und ich habe in dem Wohnmobil auch eine Duschmöglichkeit. Ja, die habe ich mir, das ist auch mein Extra, ist hinten drin. Da klappe ich die beiden Türen auf, mache einen Vorhang dazwischen und kann mich sogar halt mit Kaltwasser, kann mich abduschen. Und das mache ich auch, wenn es jetzt nicht gerade Winter ist und wenn das im Prinzip schon gefroren ist, das Wasser, ne, dann wird es meistens schwer. Aber ich gucke gerade nach einem Durchlauferhitzer, den gibt es auf 12 Volt. Der Weg ist das Ziel. Ich möchte gerne am liebsten mit meinem Dasein die Menschen aktivieren, verzaubern, dass sie in sich selbst ruhen, merken, was Freiheit bedeutet, minimalistisch freiheitlich zu sein, trotz Minimalismus. Dass alle Möglichkeiten da sind, trotzdem, dass man nicht viel sozusagen in seinem Wagen hat. Und ich würde gern die Herzen der Menschen mehr öffnen, dass sie nicht so ängstlich sind, sondern einfach wirklich in diesem Vertrauen, dass alles gut ist, wie es ist. Macht euch frei von irgendwelchen Zwängen, zu viel Dingen. Ne? Macht euch wirklich, lebt
euch selber. Jeder hat eine ganz tolle Energie. Also ganz wirklich. Und die zu erkennen, kann man, glaube ich, eher, wenn man halt Reisender ist und sich halt auch viel mit anderen spiegelt sozusagen. Ne? Und offen dafür ist. Also offen, ehrlich und vor allen Dingen im Vertrauen. In diesem Urvertrauen, dass, dass der Weg das Ziel ist. Und dabei sich halt auch alles ergibt. Ne? Das ist wie Steine sammeln. Man hat schlechte Laune, man geht los und man freut sich gleich. Oh, schön, wie Picasso. Also ich hätte es nicht schöner malen können. Und man ist einfach berührt von dieser Schönheit. Und also das gibt mir den Sinn. Ne? Also dieses einfache Sein, aber auch in seiner Energie leben. Weil jeder hat so tolle Fähigkeiten. Und ich glaube, die kann man in so einem Leben irgendwie, wenn man sich nicht zu sehr ablenkt, halt am besten erkennen. Angst oder Liebe, also ich glaube, das Thema hat man jeden Tag, dass man immer wieder Momente, Situationen hat, wo man sich der Angst stellen darf. Natürlich habe ich auch mal Angst, aber ich bin von Grund auf jetzt, das ist mir gegeben, glaube ich, ein mutiger Mensch. Sobald die Angst hochkommt, versuche ich zu gucken, woher kommt die, versuche ihr den richtigen Platz zuzuweisen und zu sagen, ja, woher kommt jetzt diese Angst und ist sie begründet, und versuche aber auch die andere Seite zu sehen. Warum habe ich jetzt Angst und was passiert? Und wenn ich dann mutig war, ist es oft so gewesen, dass diese Angst unbegründet war. Ne? Also das ist halt immer so eine Sache. Es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Angst und vorsichtig zu sein. Ne? Also ein gewisses Sicherheitsbedürfnis hat jeder, das ist ein Grundbedürfnis der Menschen. Und jetzt auch noch überlegt, ob ich extra Schlösser dran mache, und werde ich vielleicht auch, ob das reicht. Ich habe früher mein Fahrrad nie abgeschlossen, obwohl ich aus einer Fahrradstadt komme, und wurde nie beklaut. Am Ende ist es halt immer wichtig, halt das in Balance zu halten, denke ich. Also ich habe immer gemerkt, sobald ich im Vertrauen war und in der Liebe, läuft es einfach besser. Ne? Es läuft einfach so, das ist einfach so. Die Angst ist trotzdem berechtigt. Ja. Ja, das ist mein Bus. Estrella, es war vorher nur S, weil ich habe den ganzen Bus jetzt innerhalb von 3 Monaten wieder aufgebaut, weil ich einen Unfall hatte letztes Jahr mit Totalschaden. Nicht verschuldet. Und jetzt habe ich 2 Busse und mache gerade den einen Bus in den anderen. Der wird sozusagen umgepflanzt. Ja, und das habe ich innerhalb von 3 Monaten geschafft, so, was man jetzt hier so alles sehen kann. Mit natürlich Hilfe von Freunden und einem lieben Nachbar meiner Eltern. Und ja, ich fühle mich richtig wohl mittlerweile. Und es ist eigentlich alles da, was man braucht. Schön ist der Bereich vorne hier, dass man einfach sitzen kann, auch zu zweit rumlümmeln. Genau. Das Elektrik hier, das sieht man jetzt nicht so gut. Hier sind 2 Batterien drin. Und ich kann halt Solar über 200 Watt. Ich kann Solar da 13,7. Ich kann Solar über 200 Watt beziehen. Das reicht für Laptop, Kopflampe, Handy, diverse Lichter. Mein Kühlschrank wird auch über Solar betrieben. Der hat 70 Watt und das schaffen die beiden Platten ganz gut. Obwohl ich den auch meistens aushabe. Eine Sache, ne? Ja, gern habe ich es auch gemütlich. Und immer sieht man hier mein Spielzeug, meine Hula Hoops, mein Dragon. Und Küche besteht halt aus einer Spüle, die meistens voll steht, aber schon immer gut Frischwasser drin. Ja, 3-flammiger Herd, da koche ich drauf. Das ist Salat, den muss ich nicht kochen. Und diverse Stauräume. Ne? Also einer ist immer ganz wichtig, der ist mir fast zu klein für das Gemüse. Genau. Und Gewürze. Salz. Und natürlich bin ich auch immer zwischendurch hier selber am Schrauben, weil ich habe ja halt auch einiges geschraubt am Bus mit Hilfe. Aber ich lerne immer dazu. Ich habe jetzt auch viel mit der Elektrik gelernt. Die Standheizung war sozusagen, ja, das war die größte Herausforderung von dem Ganzen, was mit Elektrik und halt Aufwand. Ne? Genau. Kühlschrank, nochmal Stauraum für Essen.
Also Essen habe ich genug. Ich bin echt ausgerüstet so. Ja, es geht bis da hinten. Die ist auch rappelvoll. Kühlschrank finde ich ziemlich süß. Der ist eigentlich auch ganz gut organisiert. Weil ich immer frische Sachen habe, also großen Wert lege ich halt auf gutes Essen und nehme mir halt auch die Zeit dafür. Genau, das sind so Stauräume, einmal für Kosmetik habe ich, hier ist noch Kaffee und sowas drin, mein Kaffeeraum. Ich hoffe, wenn ich das jetzt nicht aufmache, dass es einem entgegenkommt, weil es ist noch nicht perfektioniert. Es steht noch alles, aber es steht. Also ich suche noch so ein Körbchen. Ich versuche natürlich auch immer noch, die Wand ist noch nicht fertig und ich werde da auch noch weiter bestimmt einige Monate dran rumbasteln. Ja, Ablagefläche, Geschirr, mein Superbett. Bisschen kleiner geworden, aber naja, besser als das vordere. Das war ein bisschen zu groß für mich in einem anderen Auto. So habe ich es jetzt verkleinert. Und aber es reicht. Oder zu zweit habe ich mir gedacht, dass man hier jetzt nochmal so eine Platte hinlegt. Genau, Stauraum ist noch sehr viel. Mein Keller, der ist noch ein bisschen überfüllt. Aber dadurch, dass ich links und rechts halt den Platz habe, habe ich halt alles dabei. Und wenn ich mal wandern will, packe ich mir einen Rucksack raus, packe meine Klamotten und los. Ich habe alles dabei, also für meine Arbeit, meine ganzen Arbeitssachen. Ne? Das sind auch technische Sachen. Also ich bin Landschaftsökologin. Und ich habe halt auch viel technische Sachen dabei, sei es Fernlaser, Detektoren, Ultraschalldetektor, diverse Akkus und Ladegeräte und Lampen und sowas halt. Ne? Und ja, so muss man halt immer gucken. So habe ich dann die Elektrik halt immer so an der Seite und so meinen ganzen Outdoor-Bereich auf der Seite. Viele Klamotten, Instrumente, ne, die auch irgendwie mitwollen, weil man will sich ja auch noch mit anderen Dingen beschäftigen. Genau. Ja, Ablagefläche, hier ein kleiner Tisch, aber der ist meistens hochgeklappt. Genau. Meistens nehme ich auch nur so ein, also zum Waschen habe ich ja meine Dusche hinten. Nehme aber auch gern einfach nur hier so ein MSR-Beutel. Da kommt nur ein ganz feiner Strahl raus und so kann man echt minimalistisch sich auch gut waschen. Genau. Magst du mal die Dusche zeigen? Ja. Ja, das immer mit den Klamotten hier unten. Ist noch nicht optimal, aber läuft. Ja. Ja. Tada. Mal hier hinten. Ist auf der Seite, ich weiß gar nicht wie viel, 20 Liter glaube ich sind es. Also ich habe es jetzt ein paar Mal ausprobiert, das ist ganz okay. Der Schlauch ist noch nicht so ultra lang. Ich werde auch noch irgendwie eine Installation schaffen, dass ich das irgendwie hier aufhängen kann. Bisher halte ich das einfach so fest. Hier ist der Schalter, Achtung, und es läuft. Also da kommt gut Wasser raus, man kann auch den Strahl hier einstellen. Und das war eigentlich das Waschbecken von einem anderen Wagen. Und jetzt habe ich mir gedacht, boah, Dusche, genial. Also ne, da kann man auch im Sommer, zack, zack, wie gesagt, den Vorhang vor. Und ich finde das super wichtig, dass man die Möglichkeit hat. Genau. Mein Gas. Gas ist auf der anderen Seite. Mein Kleider. Das mit den Klamotten werde ich auch noch mal ändern. Hier einfach eine kleine Gasflasche drin. Aber bisher hat die gut gehalten. Also ich muss sagen, obwohl das nur eine kleine 6 Kilo Flasche ist, bin ich jetzt die letzten 6 Wochen damit hingekommen. Wahnsinn. Also mit allem, mit Tee kochen, mit Wärmflasche machen abends. Also ich muss sagen, bin trotzdem, dass ich nur eine hatte. In einem anderen Bus hatte ich 2. Das war noch ein bisschen besser, konnte man schnell tauschen. Reicht. Mein Job, ich bin Diplom-Landschaftsökologin und ich arbeite seit 9 Jahren mit Fledermäusen. Das heißt, ich renne nachts durch den Wald und mit einem Detektor und einer großen Lampe und stelle dann Karten her, wo man dann die Fledermausaktivität halt feststellen kann. Und suche auch nach Quartieren oder Höhlen und am Ende des Sommers weiß ich dann halt,
ja, wo welche Fledermausarten sind, wie viele, ne, ob ziehende Arten da sind. Und ich finde die Tiere total faszinierend. Bin aber mit der Arbeit jetzt total mit den Fledermäusen verwachsen. So, und liebe die halt auch. Mittlerweile höre ich die sogar. Und ja, man entwickelt so eine Wahrnehmung, weil die halt so ganz bestimmte Piepslaute machen, wenn die so Sozialgeräusche machen. Und ja, ich kriege die mit, also ich spüre die praktisch schon so im Nacken, wenn ich losgehe, so, da ist eine. Ne? Mein Detektor gibt mir natürlich Bescheid. Also es ist alles halt im Sinne des Naturschutzes. Unsere Arbeitgeber sind dann halt meistens größere Konzerne oder Kommunen oder so, die halt Windkraftanlagen bauen möchten. Das ist rosa Pfeffer. Ich kenne den aus den Kanaren oder von den Kanaren und ich finde den super. Der schmeckt richtig süß. Rosa. Also er schmeckt wirklich rosa. Er ist ein bisschen süßlicher halt und sehr sanft und trotzdem hat er auch eine kräftige Note, wie es halt ein Pfeffer haben darf. Ne? Die Wasserminze, die jetzt halt auch hier an Bachläufen, ne, da wächst halt frische Minze, die einfach getrocknet. Ach, herrlich. Was auch sehr cool ist, fermentieren. Und zwar ist hier halt ein ganzes Glas. Das wollte ich erst mit einer Freundin mit Salzwasser machen, aber habe ich halt auf 100 Liter kommen. Ich muss mal, ach nicht 100 Liter, das sind jetzt 2 Liter. 2,5 und ich habe 50 Gramm Salz reingemacht und habe dann verschiedene Brokkoliarten mit dem Pimento Pfizer halt und ein paar Kräutern halt eingelegt. Und auch so nach 3 Wochen, die müssten jetzt eigentlich fertig sein, liegt doch alles schön unten, kann man das dann halt roh genießen. Sehr gesund, sehr gesund. Das ist eine Freundin von mir, die ist angefangen Steine zu schleifen mit einer Maschine. Hier so wie so ein V, voll strahlenförmig und so. Und das habe ich jetzt mal halt gebaut. Ja. Und ich finde die Wahnsinn, was die hergeben. Ne? Ja. Also teilweise wie Picasso, ne? Also wie gemalt. Ne? Also wunderschön. Wahnsinn. Und wenn die dann noch nass sind oder so, natürlich für einen Springbrunnen zu Hause. Oder hier wie Glas, ne? Oder Wahnsinn. So wie sie sind, ne? Man könnte die natürlich halt auch noch mal richtig schleifen. Oder so halt einfach als Unterlage nehmen oder hier zum Räuchern oder sowas, ne? Je nachdem, was man jetzt halt machen will noch, ne? Ich habe auch immer Steine in der Tasche, das glaubt man gar nicht. Das ist echt so, ich habe immer ein paar Steine in der Tasche. Das ist ein schönes Bild, weil mit einem Stein hat man immer was zum Festhalten. Also symbolisch wie halt auch wirklich. Und ich spüre das. Es gibt mir Halt und Kraft. Solange ich hier lebe, wird es irgendwo, wenn es ein Sandkorn ist, ne, wird es irgendwo einen Stein geben. Ist ja auch ein kleiner Stein. Genau, ne? Wird es irgendwo einen Stein geben, an den ich mich festhalten kann. So, ne?